Er arbeitete um die Jahrhundertwende in Wien und begann seine Karriere als Neurologe, bevor er Pionier der Psychoanalyse wurde. Er vermutete, dass Menschen durch unterbewusste Wünsche und verdrängte Erinnerungen motiviert seien und sich ihre Probleme durch Bewusstmachen dieser Motivation in Gesprächstherapie lösen ließen. In der öffentlichen Meinung überragt sein Einfluss den aller anderen Psychologen. Aber hatte Sigmund Freud recht hinsichtlich der menschlichen Natur? Und hatten seine Methoden eine wissenschaftliche Basis? Ruhe, Ruhe! Heute haben wir im Zeugenstand... Papa? Nein, Euer Ehren. Das ist Dr. Sigmund Freud, einer der innovativsten Denker in der Geschichte der Psychologie. Ein Egomane, der pseudowissenschaftliche Theorien propagierte. Nun, wer hat recht? Er griff Themen auf, die die Medizin nicht ansprechen wollte. In Freuds Privatpraxis wurden Frauen behandelt, die unter der damals sogenannten Hysterie litten und deren Beschwerden überhaupt nicht ernst genommen wurden. Von den depressiven Frauen bis hin zu Weltkriegsveteranen mit PTBS. Freuds Gesprächstherapie funktionierte. Und die Aufmerksamkeit, die er seinen Patienten verschaffte, zwang das medizinische Establishment, deren psychische Störungen anzuerkennen. Er half sicherlich nicht allen seinen Patienten. Freud war überzeugt, dass unser Verhalten von unbewussten Trieben und verdrängten Erinnerungen geprägt ist. Ohne Belege erfand er unbewusste oder irrationale Gründe für das Verhalten von Traumatisierten und richtete damit ernsten Schaden an. Wie das? In einigen seiner berühmtesten Fallstudien behauptete er, fälschlicherweise, seine Behandlung habe die Patienten geheilt, obwohl es ihnen schlechter ging. Spätere Therapeuten wurden von seinen Theorien beeinflusst und überredeten ihre Patienten dazu, verdrängte Erinnerungen an angeblichen Kindesmissbrauch wiederzufinden. Ganze Familien wurden dadurch ruiniert. Man kann Freud keine Schuld für spätere Fehlanwendungen seiner Arbeit geben. Das wäre Projektion. Viele seiner Ideen waren auch ohne jede Fehlanwendung schädlich. Er betrachtete Homosexualität als Entwicklungsdefizit. Er prägte den Begriff Penisneid, wonach Frauen ein Leben lang von einem Neid auf den nicht vorhandenen Penis verfolgt werden. Freud war ein Produkt seiner Epoche. Ja, einige Details waren fehlerhaft, aber er schuf einen neuen Ansatz, damit zukünftige Wissenschaftler diesen erforschen und darauf aufbauen konnten. Aus seiner Arbeit an der Psychoanalyse gingen moderne Therapietechniken hervor, auf die heute Millionen von Menschen angewiesen sind. Inzwischen weiß jeder, dass es ein Unbewusstes gibt. Diese Annahme wurde von Freud populär gemacht. Psychologen glauben heute nur noch an ein kognitives Unbewusstes, was bedeutet, dass einem nicht alles, was im Moment geschieht, bewusst ist. Freud ging mit dieser Idee viel zu weit, als er allem tiefere Bedeutung zuschrieb. Er konstruierte seine Theorien auf wissenschaftlichen Ideen, die schon damals und nicht nur nach heutigen Maßstäben überholt waren. Er dachte beispielsweise, dass die individuelle psychische Verfassung aus der biologischen Vererbung von Ereignissen in der Frühgeschichte abgeleitet sei. Und ich meine mit Frühgeschichte die Eiszeit oder den Tod Moses. Freud und seine Mitstreiter glaubten tatsächlich, dass prähistorische Traumata anhaltende Auswirkungen auf die menschliche Psyche hätten. Und die Phase kalter Gleichgültigkeit gegenüber Sexualität während der Pubertät buchstäblich ein Echo der Eiszeit sei. Wie sollen wir ihn bei solchen Hirngespinsten denn bitte ernst nehmen? Jeder bekannte Denker der vergangenen Jahrhunderte hatte Ideen, die nach heutigen Maßstäben verrückt erscheinen, aber wir können deren Einfluss doch nicht deswegen ignorieren. Freud war ein Innovator, der Ideen aus vielen Bereichen miteinander verknüpfte. Seine Konzepte wurden zu Alltagsbegriffen, die prägen, wie wir eigene Erfahrungen verstehen und darüber sprechen. Der Ödipus-Komplex, Ich und Es, Abwehrmechanismen, Todeswünsche, alles Freud. Aber Freud stellte sich nicht als Sozialtheoretiker dar. Er bestand darauf, dass seine Arbeit wissenschaftlich sei. Sagen Sie etwa, er habe unangenehme Tatsachen verdrängt? Freuds Theorien waren nicht falsifizierbar. Moment, Sie sagen also, er hatte recht? Nein, seine Ideen waren so formuliert, dass sie nicht empirisch belegbar waren. Freud glaubte nicht einmal unbedingt selbst an die Psychoanalyse, die er praktizierte. Er war skeptisch in Bezug auf die Wirkung der Therapie. Was? Ich muss mich mal hinlegen. Viele von Sigmund Freuds Ideen sind mit modernen Erkenntnissen nicht vereinbar und seine klinischen Methoden entsprechen nicht den heutigen Ethikstandards. Allerdings löste er eine Revolution in der Psychologie und der Gesellschaft aus und schuf ein Vokabular, um über Emotionen zu sprechen. Freud hatte seine Fehler, aber ist ein Denker dafür verantwortlich, wie nachfolgende Generationen seine Ideen umsetzen?
Verdienen sie Tadel, Anerkennung oder Vergebung, wenn die Geschichte vor Gericht steht? In diesem Video über Kleopatra steht eine weitere umstrittene Persönlichkeit vor Gericht. Sie ist nach wie vor eine der berüchtigsten Frauen der Geschichte. Aber war sie nur eine geschickte Verführerin oder doch eine große Herrscherin? Es liegt an dir, das zu entscheiden.